Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Wilimir. Dieses Video könnt ihr so ein kleines bisschen als Fortsetzung sehen von meinem Video, wo ich meine verrücktesten Sammlerstücke gezeigt habe. Und in diesem Video zeige ich euch wieder so ein paar außergewöhnliche Sachen, die aber vielleicht auf eine etwas andere Art außergewöhnlich sind. Aber das könnt ihr, glaube ich, auch ganz gut selbst entscheiden. Ich würde mal sagen, wir fangen direkt an, und zwar mit dieser CD hier. Das sieht erst einmal aus wie eine Heal the World CD und das stimmt auch, nur der Witz hier dran ist, dass wenn man die umdreht, dann noch eine andere CD drin ist. Und ich packe das mal hier aus dieser Plastikhülle aus. Das hier, ich zeige es nochmal ein bisschen näher, ist eine inoffizielle Interview-CD und das ist irgendwie schon ein bisschen was Besonderes, glaube ich, dass man hier steht auf diesem Sticker auch drauf, Limited Special Edition Music and Interview, dass man hier einen inoffiziellen und einen offiziellen Release in der gleichen Packung kaufen konnte. Und ja, leider ist meine Hülle hier so ein bisschen kaputt, geht dann mal in zwei Teile, wenn man die aufmacht. Aber hier auf der einen Seite ist das so eine Single-Hülle, wo dann eben auch dieses normale Inlay von der Heal the World UK Edition, das ist übrigens auch die bedruckt ist, also eine Picture-CD ist. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Auf jeden Fall ist hier Heal the World und auf der anderen Seite ist eben diese Interview-CD mit diesem schönen Bild von Michael, wo er Dangerous performt. Und ich habe mal vor ganz vielen Jahren, als ich die bekommen habe, also die habe ich schon super, super lange, habe ich da mal reingehört und das war ziemlich langweilig. Ich glaube, da war auch so eine Musik noch drüber gelegt, also nicht von Michael, sondern irgendwie so eine Fahrschulmusik, das war ziemlich fürchterlich. Hier ist noch dieser Einleger. Auf jeden Fall ist es ein ganz cooles Objekt, eben wegen der Besonderheit, dass es hier eine Kombination aus einer offiziell erschienenen Single und eben einem inoffiziell erschienenen Interview gibt und das eben auch im Handel zu kaufen war. Das zweite ist etwas, was ich jetzt letzte Woche erst bekommen habe. Da weiß ich gar nicht so viel drüber eigentlich. Das werde ich euch aber jetzt trotzdem mal zeigen. Das ist ein Set aus den USA, wo ein Bild von Michael ist. Das ist, glaube ich, so ein Panini-Klebebild halt irgendwie gewesen in den 80ern. Dann ist dort allerdings eine Briefmarke drüber geklebt. Das ist das, wo dieses Love draufsteht. Und dann ist über diese Briefmarke so halb so ein Stempel vom Super Bowl von 1993, wo Michael ja auch aufgetreten ist. Und ich nehme das auch mal hier aus dieser Plastikhülle raus. Genau, vielleicht könnt ihr es jetzt auch noch mal ein bisschen besser sehen, weil es jetzt nicht mehr reflektiert mit meiner Lampe. Jedenfalls ist das ein Umschlag, der auch noch zu ist. Ich habe auch nicht vor, den zu öffnen. Ich habe mal so versucht, hier durchzulesen, was hier steht. Steht irgendwas von It demands extensive research and, kann ich nicht weiterlesen, knowledge of market trends and ... Also ich weiß nicht wirklich, was da drin steht. Ich habe den Verkäufer gefragt, aber der wusste das auch nicht. Der ist wohl Briefmarkensammler gewesen und hat das deswegen in seiner Sammlung gehabt. Und hier ist eben dieses Motiv mit Michael und diesem, keine Ahnung, Lama oder so. Und dann gibt es eben noch verschiedene andere Motive, die auch alle aus diesem gleichen Sticker-Set sind und ja, dementsprechend sehr ähnlich sind. Und ich fand es irgendwie interessant einfach. Ich habe jetzt für dieses ganze Set inklusive Versand irgendwie 15 € bezahlt und es war es mir einfach wert, das zu haben, weil ich es irgendwie witzig finde. Keine Ahnung, ich kaufe manchmal Sachen, auch wenn ich gar nicht genau weiß, was das ist, einfach nur, weil ich es cool finde und das haben möchte. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr das auch so macht oder ob ihr da immer sehr strukturiert vorgeht, wenn ihr irgendwas kauft. Und dann, ihr wisst ja, bei mir gibt es kaum mal ein Video ohne This Is It. Eine This Is It DVD und die ist wirklich auch sehr besonders. Ihr seht das hier oben, da steht, ich muss mal umdrehen, um zu gucken, was da steht, Blockbuster Exclusive Bonus Disc und unten steht auch Photo Collection
Und ich habe erst gar nicht verstanden, was das ist, obwohl hier hinten auch nochmal steht eigentlich, was es ist. Es sind also 100 Fotos drauf. Es ist eine DVD, wo nicht der Film drauf ist, sondern wo Fotos aus dem Film drauf sind, so als Galerie, so als Diashow. Und tatsächlich ist das auch ein Feature, also so ein Bonus-Feature auf den normalen Releases. Und diese ist bei mir noch eingeschweißt, diese Version kommt hier aus Amerika, also USA, steht auch drauf, Printed in USA. Ist dann 2010 hier erschienen, laut dem Copyright-Text. Scheint aber ein Promo-Release zu sein, weil da auch nirgendwo ein Barcode drauf ist. Ich habe lange gesucht, irgendwie Informationen dazu zu finden und habe dann erfahren irgendwann, dass es sich wohl halt um diese Foto-Collection handelt, was gesondert veröffentlicht wurde. Und zwar wurde das wohl irgendwie im Kino verteilt. Also eine Quelle hat mir irgendwie gesagt, das wäre an die Mitarbeitenden verteilt worden. Das glaube ich eigentlich eher nicht. Was sollen die damit? Warum sollte man bei denen da Promo für machen? Ich könnte mir eher vorstellen, dass man das irgendwie in speziellen Kinos irgendwie bekommen hat, wenn man den Film besucht hat oder so. Auf jeden Fall total witzig, dass man diese Foto-Collections noch, in welchem Kontext auch immer, noch separat verkauft hat. Deswegen auch mal was Außergewöhnliches von This Is It. Und dann nochmal was Inoffizielles, aber manchmal sind inoffizielle Sachen ja auch ganz cool. Vor allem, weil die ja auch nicht illegal sein müssen, wenn sie eben keine Musik enthalten. So wie diese beiden Shaped CDs, so heißen die auf Englisch, also eben CDs, ich packe hier mal eine aus, die in eine bestimmte Form geschnitten sind. Kennt man ja auch von Vinyl. Und hier ist es eben eine CD. Ich nehme sie mal raus. Ist halt ganz witzig, dass die eben nicht rund ist, sondern in dieser Form von Michael. Und ich gucke, also ich glaube, hier sind auch Interviews drauf. Steht auch drauf, dass sie limitiert ist auf 5000 Kopien. Weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Ich habe hier Nummer 1863. Die sind also, wenn ihr auf der Rückseite euch das mal anguckt, also auch nummeriert. Und da gibt es eben die hier. Michael tells the story of his career and offers rare insights into his private life. Also wie gesagt ein Interview. Und hier, das hole ich auch nochmal raus, ist Michael in diesem schönen Scream-Outfit. Und ja, hier sieht man nichts Besonderes mehr. Und hier ist ein a relaxed interview with Michael and his sister Latoya in front of a waterfall in his garden. Dieses Interview kenne ich, glaube ich. Steht hier auch drauf, strictly limited to 10.000 copies. Aber in diesem kleinen Feld hier steht bei mir keine Nummer. Es ist ja sowieso auch immer sowas mit dieser Limitierung. Da weiß ich nie, ob die jetzt wirklich ist oder ob die sich das nur ausdenken, um das besser verkaufen zu können. Jedenfalls sind die beiden hier, ja vielleicht auch, weil sie in Deutschland erschienen sind, hier überhaupt nicht selten. Und man sieht die andauernd für ein paar Euro. Und ich habe jetzt auch irgendwie nur ein paar Euro für die bezahlt und habe die halt gekauft, weil ich die irgendwie nett finde. Dann nochmal etwas, was mehr so in die Kategorie richtiges Sammlerstück geht. Und ich würde sagen, das ist wirklich so auch mein Lieblingssammlerstück von Michael. Nämlich dieses niederländische Heft. Das ist also so ein Magazin in den 80ern gewesen. Top 10 Pop Magazine. Alle 2 Wochen kam das raus in den 80ern. Und das hier ist die Version aus dem September 1987. Und ihr seht es auch hier schon hier vorne, auch wenn ihr vielleicht kein Niederländisch könnt, hier ist eine gratis Michael Jackson Schallplatte drin. Und die ist bei mir tatsächlich auch noch hier in der Mitte eingeheftet. Ich schlage es hier mal auf. Ist hier in der Mitte nämlich so eine ganz, ganz dünne Vinylplatte. Vielleicht hier, wenn ich das hier mal so mache, seht ihr, dass die auch, also hier die andere Seite auch, flexibel ist. Die kann man also auch so ein bisschen biegen, ohne dass die bricht. Die ist also extrem dünn. Ich kann das nicht schätzen, wie dünn, aber sie ist sehr dünn. Hat aber, das kann man hier auch sehen, Rillen. Also ist auch wirklich abspielbar. Wenn auch vielleicht nicht so oft wie eine normale Schallplatte, weil wenn das dünn ist, sich natürlich auch schneller abnutzt. Aber hier ist ein Medley drauf, beziehungsweise ein Zusammenschnitt mit nicht so guten Übergängen zwischen einigen oder den meisten Songs des Bad-Albums. Und man sieht auch hier das CBS-Logo und das Epic-Logo auch drauf. Und es ist tatsächlich auch ein lizenzierter Artikel hier, also nicht inoffiziell, sondern doch auf jeden Fall ein offizieller Promo-Release hier einfach in diesem Heft hier mit drin. Und das ist einfach so herrlich kurios und
Ich liebe halt sowas, so ein bisschen Sachen, die auch ein bisschen außergewöhnlich sind. Und hier ist neben dieser Schallplatte natürlich auch noch ein Bericht drin über Michael. Das sind mehrere Seiten. Wirklich cool. Weil ich kein Niederländisch kann, kann ich jetzt natürlich auch die Texte nicht lesen. Aber man kann sich ja die Bilder angucken und die sind wirklich schön. Und natürlich ist das Herzstück diese Schallplatte, die da drin ist. Und schön sowas zu haben und vor allem auch in dem perfekten Zustand zu haben, wie das bei mir der Fall ist. Und das letzte für heute ist nochmal eine Schallplatte, aber eine 12 Zoll Single-Schallplatte, nämlich von The Way You Make Me Feel aus dem UK. Ich nehme dieses Sleeve mal hier raus und ihr seht hier oben diesen Text: Get into the groove, put either side on your turntable, lower the arm and see which mix your needle picks. Und ich muss sagen, dass ich es am Anfang überhaupt nicht verstanden habe, was das bedeutet und was die damit meinen. Und hier stehen irgendwie auch keine weiteren Informationen drauf. Ich drehe das mal um. Der Witz ist aber der, bei einer normalen Schallplatte ist es ja so, dass die von außen nach innen abgespielt wird und diese Rillen ja praktisch so schneckenartig, so spiralförmig nach innen gehen. Und irgendwann ist der Song vorbei und dann kommt die nächste Spirale bzw. der nächste Track. Und hier ist es anders. Hier sind diese Spiralen von den Songs so ineinander verdreht. Das heißt, wenn ich den Arm von dem Plattenspieler irgendwo auf die Platte draufsetze, dann ist es praktisch dem Zufall überlassen, welcher von den Mixen dort gespielt wird. Okay, das war's von mir für heute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch so für verrückte oder außergewöhnliche Sammlerstücke besitzt. Das interessiert mich sehr. Ansonsten folgt mir noch gerne auf Instagram, da bin ich sogar noch ein bisschen aktiver als hier auf YouTube. Und abonniert meinen Kanal auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Gebt meinem Video auch gerne einen Daumen hoch. Und wir sehen uns dann bald zu einem neuen Video. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss!